Ja, ist ein bisschen frisch heute. So, das erste Problem mit Komoot haben wir schon mal auf der Strecke. Ein bisschen mehr Wasser hätte es ruhig sein können. Es ist hier ein offizieller Wanderweg. Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt, bin ich schon wieder unterwegs. Es wird wieder gewandert. Es geht rund um den Schierensee. Der liegt etwas südwestlich von Kiel. Die Strecke soll ungefähr 17 Kilometer sein. Aber schauen wir mal, wie lang das zum Schluss ist. Es sollen hier wohl einiges zu sehen sein, auch an historischen Sachen. Mal schauen, ob wir sie finden. Und seid gespannt, was wir heute so erleben. Die Route habe ich mir wieder auf Komoot rausgesucht. Mal sehen, ob wir richtig geleitet werden. Zumindest beim letzten Mal hat es ja geklappt. Aber man muss hier schon mal sehr gutes Schuhwerk anhaben, weil durch den Regen in den letzten Tagen ist es hier doch ganz schön feucht geworden. Und man muss aufpassen, wo man hier hinläuft. Das Wetter ist heute relativ angenehm. Dort im Hintergrund geht die Sonne gerade auf oder ist schon etwas aufgegangen. Es ist jetzt ungefähr 9:30. Das Wetter, ja, ist ein bisschen frisch heute. Ich bin losgefahren in Kiel bei -2 Grad, musste sogar noch das Auto von Eis befreien. Und jetzt habe ich so um die 0 Grad. Ich habe aber extra die Handschuhe mal weggelassen, weil so kalt ist es nun doch nicht. Bloß, ich muss mal langsam wieder aufpassen, wo ich hinlaufe, weil hier ist es doch ganz schön nass und glitschig. So, das erste Problem mit Komoot haben wir schon mal auf der Strecke. Komoot hat einfach beschlossen, mal die Strecke zu beenden. Nur weil ich einfach andersrum den Rundweg gehe, wie von Komoot vorgegeben. Falls ihr eine Idee habt, wie ich das hinbekomme, dass Komoot mir nicht vorschreibt, in welche Richtung des Weges oder der Tour ich gehen möchte, schreibt es gerne unten in die Kommentare. So, ich werde mal weiter. Ich habe die Route mal neu gestartet. Das ist natürlich ganz toll, weil ich wollte eigentlich die Gesamtkilometer haben von der Strecke. Aber schauen wir mal. Vielleicht kann ich sie noch anpassen oder planen über Komoot. Dann kann ich sie euch unten verlinken. So, ich habe das Problem über Komoot gelöst. Also ein Tipp für euch, falls ihr das noch nicht wisst. Bevor man anfängt, die Route zu navigieren, sind oben rechts 3 Punkte. Dort draufklicken und dann kann man die Strecke umkehren. Auf der Strecke sieht man immer wieder hier diese Trockensteinmauern. Die sind meistenteils oder sind dafür da, um Grundstücksgrenzen zu markieren.
Es wird Zeit für eine kleine Pause. Ich habe mir auch wieder was zu essen mitgenommen. Heute gibt es Chicken Curry mit Reis. Mal sehen, wie das schmeckt, weil, wie in dem einen Video hatte ich ja schon mal geschrieben, dass ich eine Shelter-Tour in Dänemark machen möchte. Wenn das Essen auch wieder schmeckt, werde ich es auch mitnehmen. Das Essen ist natürlich wieder von Decathlon. Aber ich mache mir jetzt das Essen erstmal warm und dazu gibt es dann noch einen Tee. Ein bisschen mehr Wasser hätte es ruhig sein können, weil der Tee ist ein bisschen wenig ausgefallen. Aber die Pausenstelle hier ist gar nicht mal so schlecht. Ich weiß nicht, ob ihr das hier seht. Hier sind haufenweise Wasservögel unterwegs. Aber hauptsächlich sind es wohl Kormorane. Und das ist ein Zeichen dafür, dass der See sehr fischreich ist. Ich war auch kurz hier auf dem Steg, aber der ist sauglatt. So, das Curry ist jetzt fertig. Und das werde ich mir jetzt mal schmecken lassen. Das Curry ist aufgegessen. Alles ist wieder verräumt. Nichts ist dort geblieben am Platz. Natürlich ist der Müll in einem Papierkorb gelandet, den es hier gibt. Jetzt werde ich mal weiter die zweite Hälfte der Strecke wandern. Sind jetzt noch ungefähr etwas über 8 Kilometer. Mal sehen, wie lange ich dafür brauche. Eigentlich sollten auf dieser Strecke noch ein paar historische Plätze sein. Eigentlich auch eine ehemalige Burg, zumindest die Überreste im Boden. Aber die habe ich bis jetzt noch nicht entdeckt. Aber mal sehen, vielleicht komme ich noch jetzt im zweiten Teil da dran vorbei. Jetzt bin ich am kleinen Schierensee. Dort war ich schon mal wandern mit Liz. Letztes Jahr im März, da war das hier noch tief verschneit. Und da habe ich etwas über den See erzählt, so ein klein bisschen. Schaut doch gerne mal rein. Also März letzten Jahres. Ich glaube Winterwanderung um den Schierensee hieß das. Aber jetzt gehen wir mal weiter. Also den Part kenne ich schon. Das sind dann ungefähr so 7 Kilometer, bis ich wieder beim Auto bin. Was mir auf dem Wanderweg aufgefallen ist, hier wurden sehr viele Nistmöglichkeiten, unter anderem für Vögel oder wie hier für Fledermäuse aufgehangen. Ich bin dann auch mal weiter unterwegs hier auf meiner Strecke. Boah, ein bisschen habe ich noch. Mal sehen, vielleicht mache ich noch eine kleine Pause, weil es ist noch ein bisschen Zeit. Wenn ich den Weg hier beendet habe, hole ich Liz wieder ab. Und sie muss noch ein wenig arbeiten. Also eigentlich ist dann noch Zeit für eine kleine Pause. Wo wir im letzten Jahr hier waren, haben wir da drüben an den Baumstümpfen Rast gemacht. Das war auch ein sehr schöner Platz. Vor allem, es sieht jetzt noch mal komplett anders aus, weil im letzten Jahr hatten wir hier Schnee. Das hier der untere Schierenseebach, der 750 Meter lang ist und er verbindet den kleinen Schierensee mit dem 1 Meter tiefer liegenden Westensee. Am Westensee waren wir auch schon unterwegs. Da sollte sich auch ein Video in meiner Playlist sich befinden. Wir haben sogar die Vogelhäuschen Hausnummern. Zu den Hausnummern an den Vogelhäuschen kommt auch noch dazu,
dass links die ungeraden Zahlen sind und rechts die geraden Zahlen. Ist ja fast so wie bei den Menschen. Hier noch ein schöner Blick auf den Westensee. Dieser Teil gehört auch zu dem Ahrensee und nordöstlichen Westensee Naturschutzgebiet. Unter anderem ist es hier ein Seeadlerschutzgebiet. Jetzt habe ich auch einen historischen Platz gefunden, weil hier gab es mal die Lohburg und die Hoburg. Hier ist das der Bereich, wo die Hoburg mal gestanden hat. Im 13. Jahrhundert war hier ein Handelsweg, der von Kiel über die Eider durch den Westensee nach Westen führte. Und dort meinten Raubritter, sie könnten von den Kaufleuten etwas Geld verlangen. Der Hanse reichte das dann ungefähr um 1326 und sie beendeten das Treiben der Raubritter hier an den beiden Orten. Hier ist der Sitz des Hoburg e.V., was ein Jugendzentrum ist hier am Westensee. Wenn es auch nicht so aussieht, es ist hier ein offizieller Wanderweg. Man sieht doch die Spuren hier durchs Laub. Und da kann man sich doch vernünftig noch orientieren. Hier auch wieder ein gutes Beispiel, dass man gutes Schuhwerk braucht. Aber zum Glück gibt es hier schon einen Auswegweg, wo die Füße trockener bleiben. Und sauberer natürlich. Hier scheinen auch gut Wildschweine unterwegs zu sein. Ich hoffe, ich begegne die nicht noch. Weil darauf hätte ich keinen Bock, weil ich glaube, sie finden das nicht ganz so witzig, wenn ich in ihrem Revier rumlaufe. Hier haben sie auch ganze Arbeit geleistet. Für die Camper unter euch, hier gibt es auch einen Campingplatz direkt am Westensee. Da ich schon wieder in der Nähe vom Campingplatz bin, und dort auch mein Auto steht auf einem Parkplatz, werde ich hier das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr gebt mir einen Daumen hoch dafür. Wer natürlich neu ist hier, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Und dann wünsche ich euch schöne, besinnliche Tage im Kreise der Familie. Kommt gut rüber ins neue Jahr und ich hoffe, auch 2023 werdet ihr wieder einschalten, wenn ich ein Video hochgeladen habe. Bis dahin bleibt schön gesund und bis bald. Tschüss.